Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Sendung Türkei aktuell. Die Türkei befindet sich in der Stichwahlphase, noch wenige Tage. Die Stimmenabgabe im Ausland und an den Zollstellen, an Flughäfen hat schon angefangen. Und wir sind alle gespannt, was jetzt nächsten Sonntag für Ergebnisse rauskommen. Tut uns leid, dass wir jetzt gerade eine technische Problematik hatten. Unsere Moderatorin hat gerade Verbindungsprobleme. Zeynep wird gleich noch dazu stoßen, aber ich fange jetzt schon mal an, um in das Thema einzuleiten. Wir haben heute einen Gast unter uns, Attila. Er ist selber freier Journalist und herzlich willkommen, Attila. Hallo. Dankeschön. Willst du dich kurz uns vorstellen, bevor wir dann direkt in die Thematik anfangen? Gerne. Ich bin seit 34 Jahren in Deutschland und arbeite eben als freier Journalist für türkisch-deutsche Medien, unter anderem dann auch für deutsche Medien und kommentiere vieles, was in der türkischen Politik los ist und übersetze auch vieles. So wie ich sehe, ist Zeynep jetzt auch eingetroffen, aber sie scheint irgendwie eingefroren zu sein. Das heißt, sie hat weiterhin technische Probleme, also werde ich dann einfach mal weiterfahren oder fortfahren. So, wir haben eine spannende Wahlnacht gehabt am 14. Mai. Kopf-an-Kopf-Rennen. Erdogan fing ungefähr bei 60% an bei den Präsidentschaftswahlen und sank runter bis 49,5%. Kılıçdaroğlu fing bei 34% an und stieg um 10 Prozentpunkte auf ungefähr 44,5, 45%. So, das waren die Präsidentschaftswahlen. Bei den Wahlen für das Parlament war es ähnlich. Die AKP hat massiv abgenommen, liegt bei ungefähr 35%, gefolgt von der CHP des Herausforderers Kılıçdaroğlu mit ungefähr 25%, 26%. Insgesamt hat die AKP oder das Bündnis der AKP, Cumhur İttifakı, Bündnis für die Republik sozusagen, hat 330 von 600 Sitzen, der Rest gehört der Opposition. Das ist jetzt die allgemeine Situation. Was denkst du, wird Kılıçdaroğlu am 28. die Stichwahl gewinnen? Das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil man nicht genau weiß, wie die Wahlen ablaufen werden. Also ich glaube, in der Türkei besteht ein großer Wille, die momentane Regierung, den momentanen Staatspräsidenten abzulösen und einen neuen Staatspräsidenten zu wählen. Aber ich kann wirklich nicht sagen, ob dies dann auch passiert. Am Sonntagabend werden wir es sehen. Aber man muss sagen, wir haben jetzt vor einer Woche bei der Wahl gesehen, dass dort an einigen Orten, wo beispielsweise die HDP immer gewonnen hat, auf einmal die nationalistische MHP gewonnen hat. Und das ist natürlich haushoch gewonnen hat, auch muss man sagen. Also auf den Wahlzetteln stand dann auf einmal 235 Stimmen für die MHP und die HDP, also die mit der links-grünen Partei in die Wahlen gegangen ist, die hat dann auf einmal 0 Stimmen bekommen. Und das ist natürlich schwer vorstellbar an einem Ort, beispielsweise, den vorher immer die HDP haushoch gewonnen hat. Das sind solche Sachen, die man nicht vorher berechnen kann und mit denen man nicht rechnen kann. Wenn die Wahlen fair und demokratisch ablaufen sollten, dann hat Kılıçdaroğlu eine große Chance, vor Erdogan ins Ziel zu gelangen und der nächste Staatspräsident der Türkei zu werden. Dann ist es natürlich auch relativ einfach für Kılıçdaroğlu und sein Bündnis, dem Volksbündnis sozusagen, das politische System der Türkei zu ändern. Aber das werden wir jetzt am nächsten Sonntagabend in einer Woche um diese Zeit werden wir dann mehr wissen und auch
werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Ne? Also ich will jetzt nicht vorab greifen, das werden wir wahrscheinlich heute in der Sendung auch noch besprechen, aber es ist natürlich auch so, was wird mit dem Bündnis, wenn die Wahl Kılıçdaroğlu gewinnt, was wird mit dem Volksbündnis, denn wir wissen alle, dass der Hauptzweck des Bündnisses nur dazu dient, um Erdogan abzulösen. Ob die dann auf einer Ebene zusammenkommen, ist eine andere Frage. Ob die dann auch in der Regierung, also als Staatspräsident und seine Vizepräsidenten, ob die dann bei allen Entscheidungen ja, d'accord werden, das werden wir noch sehen, wie das vonstatten gehen wird. Aber so viel dazu jetzt erstmal von meiner Einschätzung, wie die Wahl ausgehen könnte nächste Woche. Wenn die Wahlen fair verlaufen, hast du gerade gesagt, die Wahlen am 14., wie fair waren die? Waren die denn überhaupt auf Augenhöhe? Kann man denn überhaupt da schon, du hast jetzt gerade Diyarbakır Beispiele genannt, dass dann die HDP, die normalerweise dort haushoch gewinnt, 0 Stimmen hatte, weil man sich in der Zeile angeblich geirrt hat und der MHP das zugeordnet hat und so weiter. Und solche Fälle gibt es ja etliche. Die Yeşil Sol Parti, die linksgrüne Partei, erzählt oder dokumentiert 1000 Fälle ähnlicher Wahlzahlmanipulation, sage ich jetzt einfach mal, wo dann halt die Stimmzahlen nicht mit den Dokumenten übereinstimmen, die die Wahlbeobachter vor Ort dann unterschrieben in die Hand gedrückt bekommen haben, sozusagen. Kann man denn sagen, dass die Wahlen so fair waren, dass man dann jetzt davon ausgeht, dass die Wahlen jetzt fair werden, die nächsten Stichwahlen? Nein, nein. Also die Wahlen waren definitiv nicht fair. Es waren auch an mehreren Stellen Polizisten mit im Wahllokal, Polizisten vor dem Wahllokal. Man hat hier und dort auch mitbekommen, dass Menschen bedroht wurden. Das haben auch die Wahlbeobachter letzte Woche dann auch zur Sprache gebracht. Am Montag gab es ja eine Pressekonferenz von dem Wahlbeobachtungsteam der OSZE. Und die haben das auch zur Sprache gebracht. Die haben zwar gesagt, die Wahlen seien demokratisch abgelaufen, aber fair seien sie auch nicht gewesen. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich finde auch, aber auch von der Demokratie her, die Wahlen waren jetzt auch nicht unbedingt demokratisch, weil wenn man eine Provinz wie ja, eine Provinz ausschließt aus der Wahl quasi und dort auf einmal verbietet zu wählen und sagt, ihr müsst alle dort wählen, die von der Provinz dann weggegangen sind, wo ihr euch momentan aufhaltet und einfach Verwirrung stiftet, dann ist das auch nicht demokratisch, sondern das dient dann nur dem Zweck, um eben Menschen das Wählen zu erschweren und dann auf diese Stimmen zu verzichten. Natürlich Stimmen zugunsten von Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu verzichtet natürlich nicht auf diese Stimmen, sondern das Organ, das die Wahlen organisiert, und das ist die Hohe Wahlkommission, und wir wissen alle, und wenn es noch wenn es jetzt jemand nicht wissen sollte, dass natürlich auch die Wahlkommission sehr stark im Einfluss des Staatspräsidenten ist. Und da kann man eigentlich nicht unbedingt von einer fairen, freien und demokratischen Wahl sprechen. Ja, Zeynep, man hört dich nicht. Die ganzen Wahlkampfs waren ja überhaupt nicht fair. Also das AKP hat ja den ganzen Staatsapparat in der Hand, das Kapital ist in der AKP-Hand, das heißt, die machen beinharte Propaganda auch heute und sie werden ihre Propaganda auch entsprechend weiter fortsetzen. Und das Nationsbündnis unter der Führung von Kılıçdaroğlu hat halt seine
paar Medienkanäle, über die sie halt versuchen, ihre Wahlinhalte durchzubringen, beziehungsweise über die Social Media. Aber das linke und links-kurdische Wahlbündnis unter Yeşil Sol Party, die haben ja überhaupt keine Möglichkeiten, zum Beispiel in den Medien. Das heißt, die versuchen halt sehr stark, die Social-Media-Plattform zum Beispiel zu benutzen und um so halt an die Wählerinnen sozusagen ranzukommen. Ich möchte gerne vielleicht deine Meinung wissen, wie jetzt die Situation bezüglich des Bangens, also sehr aggressiven Bangens um die Wählerinnenstimmen aus dem nationalistischen Spektrum ist, weil ja der dritte Präsidentschaftskandidat Sinan Ogan, der hat ja eben circa 5 Millionen Stimmen bei sich gesammelt und sowohl das Bündnis von Erdogan als auch das Bündnis von Kılıçdaroğlu schauen jetzt, dass sie von dort ihre restlichen Stimmen bekommen, auch Erdogan nämlich, um eben die 50% plus 1 zu erhalten. Aber eine Voraussetzung von Sinan Ogan eben ist ja, dass man unter Anführungszeichen, sage ich mal, keinen Pakt mit den Terroristen schließt. Das heißt, in diesem Land ist es total salonfähig, 20 Millionen Menschen, also mindestens 20 Millionen Menschen, nämlich Kurdinnen, als Terroristinnen abzustempeln und das als Kriterium nochmal auf den Tisch zu legen. Aber mindestens 10% der Stimmen sind eben von den Kurdinnen an Kılıçdaroğlu als Präsidenten zum Beispiel gegangen. Wie glaubst du, wird sich in den nächsten Tagen diese Balance abzeichnen? Weil die ersten Zeichen von Seiten Kılıçdaroğlu waren nicht sehr berauschend. War das eine Frage an mich, Zeynep? Ja. Okay. Ich habe einen schnellen Einstieg gemacht, Entschuldigung. Prima, das ist überhaupt kein Problem. Ja, du hast recht in dem einen, was du sagst, dass ein großer Teil der Bevölkerung in der Türkei als Terroristen abgestempelt wird, aber das kennen wir seit den 80er Jahren. Diejenigen, die nicht ins Konzept passen, werden natürlich diskriminiert, indem sie als Terroristen genannt werden, als nicht dazugehörige. Und natürlich ist eben, wir kennen ja diese Propagandamasche, wenn man es oft genug sagt, wiederholt, dann glauben auch die Menschen daran. Und das ist in der Türkei nun eingetreten, seit langen Jahren, würde ich jetzt auch mal sagen, dass man seinen Gegner als Terroristen bestimmt, jede andere Aussage nicht mehr fruchtet. Das ist natürlich schwierig. Was mich eben genau wundert, ist eben, dass die Volksallianz, du hast sie als Nationenallianz genannt, die Millet Ittifakı, also der Part, der hinter Kılıçdaroğlu steht, dass die sich kaum zu Wort gemeldet haben jetzt nach den Wahlen. Und ich finde es persönlich sehr schwach, was momentan an Wahlpropaganda für Kılıçdaroğlu gemacht wird. Als neutraler Beobachter möchte ich sagen, ich bewege mich ja auch in den sozialen Medien. Ich schaue mir die türkischen Zeitungen an, auch die Mainstream-Presse schaue ich mir an. Da kann man natürlich nicht mit Kılıçdaroğlu rechnen, aber er ist dann auch dort immer wieder drin, natürlich nur negativ genannt, dass er mit den in Anführungszeichen Terroristen einen Pakt eingeht. Und das Problem ist wirklich, dass man eine so starke Polarisierung auch geschaffen hat während der ganzen Zeit der Erdogan-Regierung, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat, weil ja Erdogan auch um die Macht bangt. Und deswegen denke ich mal, dass es ganz, ganz schwierig sein wird, für Kılıçdaroğlu zu gewinnen, diese Wahl, weil eben ganz viele Menschen wirklich Kılıçdaroğlu auf der Seite, betone es nochmal, unterstreiche es nochmal, in Anführungszeichen von Terroristen sieht. Obwohl eben die Menschen, die eben die HDP beispielsweise gewählt haben, also HDP ist eine zugelassene Partei, HDP ist eine demokratische Partei in der Türkei,
für politische Betätigung zugelassene Partei, wenn man sie denn Terroristen nennt, wieso tut man nichts dagegen vom Staatsapparat her? Das heißt, sie sind keine Terroristen natürlich, aber man möchte halt einfach diese Partei aus dem Weg schaffen und auch Kılıçdaroğlu aus dem Weg schaffen. Und da ist jedes Mittel gerade recht für Erdogan und sein Bündnis eben. Also für die Abschaffung hat man jetzt wieder einen sehr starken Pakt auch mit den radikal-islamistischen Kräften im Land geschlossen. So das hat man eben auch, also nach dem Putsch von 1980 hat man das gemacht. Was die Konsequenzen dessen gewesen sind oder sind, erlebt das Land heute beinhart. Wir haben auch eine Generation Z zum Beispiel, die halt, jede Frage ist ihnen, wie stehen sie zu der PKK? Wie stehen sie zu Kurden? Werden die Kurden jetzt einen eigenen Staat bekommen? Und das Zweite ist, geht in Richtung, was ist mit den Flüchtlingen, mit den syrischen Kriegsflüchtlingen? Also auch da gibt es einen wahnsinnigen Wettstreit zwischen dem Erdogan geführten Volksbündnis und dem Kılıçdaroğlu geführten Nationsbündnis. Es ist ein wahnsinniges phänomenal auch mit zu beobachten, wie sich dieses staatsparadigmatische Doktrin, also dieses sehr nationalistische, dieses Paradigma und dieses sehr religiös geprägte, wie das ihnen eigentlich zum Verhängnis auch geworden ist. Also wir haben auf der Seite vom Nationsbündnis zum Beispiel Verbündete, die selber ultranationalistisch, konservativ zum Beispiel sind und AKP-Absprengel sind, mit denen zum Beispiel eine Demokratisierung versprochen wird, sehr komisch, und die sprechen von Demokratie, aber die stolpern eben an diesen ganzen nationalistischen, staatsparadigmatischen Themen, die eben zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage auch sehr stark deutlich wird, die auch von der Generation Z, also von 5 Millionen auch Wählerinnen, von einem wichtigen Teil von ihnen auch dieses Nationalistische mitgetragen wird. Also dass man sich da, also diese Polarisierung und diese Narrative, diese Hetze gegen Flüchtlinge, das haut auch dort in weitem Sinne hin. Oktay, magst du vielleicht diese Situation bezüglich jetzt, dass Hüdar, die islamistische Partei, über die wir in den letzten Folgen auch gesprochen haben, beziehungsweise Yeni Refah Partisi, vielleicht kannst du auch noch einmal erklären, was die Yeni Refah Partisi ist, dass die jetzt mindestens 9 Abgeordnetensitze im Parlament bekommen haben, innerhalb des Wahlbündnisses, also im Rahmen des Wahlbündnisses von Erdogan, also Volksbündnis, ohne dem sie niemals eine Chance auf Sitze im türkischen Parlament gehabt hätten. Was wird das jetzt für die Zukunft, unabhängig davon, jetzt wer jetzt die Präsidentschaft erringen wird, für die Kräfteverhältnisse im Parlament bedeuten? Ist eine Frage an euch beide, aber vielleicht magst du mal abwechseln. Zunächst einmal so oder so. Wir sehen oder haben gesehen, bei der ersten Wahl und auch bei der Stichwahl wird es ähnlich sein. Wir haben eine Polarisierung von ungefähr 50 zu 50%, vielleicht ein paar Prozentpunkte für die eine Seite, ein paar Prozentpunkte für die andere Seite. Aber wir haben wirklich eine extreme Polarisierung, also Halbierung der gesamten Bevölkerung, die sich dann konträr gegenübersteht teilweise, weil es eben halt diese Politik ist, die Erdogan betreibt, die wirklich polarisiert. Er hat heute in Hatay, einem Erdbeben, einem der härtesten betroffenen Erdbebenregionen, wo er auch übrigens gewonnen hat bei den Wahlen, die Mehrheit gewonnen hat sozusagen der Stimmen, die abgegeben wurden am 14. Mai, hat eine Rede gehalten, wo er Kılıçdaroğlu wieder als Terrorist bezeichnet hat oder einer, der mit Terroristen Hand in Hand spazieren geht, wo er Videos gezeigt hat, die dann manipuliert sind, wo man dann weiß, dass es manipulierte Videos sind, und hat ihm dann vorgeworfen, er würde ja mit Terroristen Hand in Hand gehen und mit denen Gespräche führen hinter verschlossenen Türen. Aber wenn man dann ihn als Staatspräsidenten wieder als Messlatte nimmt, hat er das Gleiche gemacht vor einigen Jahren, wo er dann halt mit der PKK zusammengesessen hat und versucht hat, eine Friedenslösung zu finden in irgendeiner Form. Zu seinen Gunsten wollte er das haben. Als es aber gescheitert ist, weil eben die Bedingungen der Gegenseite zu groß waren oder zu viel waren, hat er einfach den Tisch umgeworfen, hat gesagt, stopp, will ich nicht mehr, und hat die dann wieder als Terroristen bezeichnet und hat dann auch bürgerkriegsähnliche Situationen geschaffen, zum Beispiel. Das heißt, wir haben es mit einem Politiker zu tun, der jetzt nicht irgendwie
sein Wort selber hält oder daran festhält, sondern einer, der alles jederzeit auch widerrufen oder verändern könnte, so wie es ihm gerade halt in den Kram passt. In Hatay in seiner Rede hat er Kılıçdaroğlu nicht nur als Terroristen bezeichnet, sondern auch eben die knapp 6 Millionen kurdischen Wählerinnen und Wähler, die links gewählt haben, die Grünen links gewählt haben zum Beispiel, auch als Terroristen bezeichnet. Das heißt, das ist eine gesamte Bevölkerungsgruppe, die in seinen Augen terroristisch ist. Auf der anderen Seite eine terroristische Organisation, deren Ursprünge wirklich in Gewaltakten liegen, wie die Hüdapar zum Beispiel, die ist in seinem eigenen Bündnis drin und hat 4 Abgeordnete gewonnen über die Liste der AKP. Die haben nicht als Hüdapar kandidiert, sondern die sind dann halt, ihre Vertreter wurden auf AKP-Listen sozusagen gewählt und sind dann jetzt als Hüdapar-Fraktion mit 4 Sitzen vertreten. Yeni Partisi, das ist die Milli-Görüş-Bewegung, das heißt die Bewegung von Erbakan, dem Ziehvater und dem Lehrer von Erdogan sozusagen, mit dem er sich dann in den 90er Jahren oder bis zu seiner Wahl oder ab seiner Wahl 2001 dann zerstritten hat. Wo er dann halt andere Prioritäten setzen wollte als sein Ziehvater Erbakan, der dann halt eine nationale Ökonomie wollte und nicht eine allgemeine westlich orientierte Ökonomie, wo sich dann halt die beiden Erdogan und Erbakan zerstritten haben, in Anführungsstrichen, wobei zerstritten ist mal eine relative Sache. Die waren immer eng beieinander, haben nie die Wege komplett getrennt, sondern sind dann halt zusammengezogen, haben hier und da ab und an mal ein paar Hiebe und Stiche gegen sich gelassen, aber sonst war Erdogan immer begeisterter Fan von Erbakan und auch auf seiner Begräbnisfeier, als er gestorben ist und so weiter, war er einer der prominentesten Gäste, der wirklich alle Termine abgesagt hat und zu der Begräbnisfeier damals gegangen ist. Das heißt, wir haben diese radikalen ultrakonservativen Kräfte, die in der AKP jetzt Platz gefunden haben und mit vielen Abgeordneten drin sind. Und in Hatay in der gleichen Rede hat Erdogan auch Kılıçdaroğlu als Freund von LGBTQ plus Leuten sozusagen, ne? Ob er selber so Andeutungen, dass er selber auch so so unter der Gürtellinie Anspielungen, aber auf der anderen Seite, dass es in seiner Organisation, in seiner Partei, in seiner Regierung niemals passieren kann. Und das Erste, was die jetzt machen werden, ist die Familie ins Grundgesetz und in die Verfassung aufzunehmen als die Stütze der Gesellschaft. Das sind seine Worte, die er gewählt hat. Das heißt, das ist die Anspielung, wir werden jetzt konservativer. Und ich denke, 21 Jahre Demokratie gespielt ist genug für Erdogan. Jetzt kommt es ihm wahrscheinlich auch darauf an, weil er die Siegesgewissheit hinter sich fühlt, dass er jetzt die Demokratie auch offen nicht mehr ausleben kann, sondern dass er wahrscheinlich tatsächlich jetzt auch radikal die Demokratie nur noch, er hat die ja damals als immer Zug bezeichnet, auf die er sitzen, auf die man aufsteigen soll. Das war ja auch der Grund, warum er als Oberbürgermeister von Istanbul, bevor er Präsident wurde 2001, ins Gefängnis kam, politisch sozusagen verurteilt wurde, weil er die Demokratie als das gebracht hat, was er denkt, was die Demokratie ist, nämlich nur ein Zug, in dem man aufsteigt, bis man nicht mehr kann. Und genau das Gleiche ist jetzt offen. Das heißt, wenn er diese Wahlen gewinnt, dann zählt die Demokratie wirklich 0. Und der Menschenrechtsverein IHD hat jetzt auch, ich glaube gestern, eine Veröffentlichung gemacht, wo man sieht, seit 2015 bis im Verhältnis zu 2021 sind extrem viele Menschenrechte missachtet worden, seien es zum Beispiel 700 Verhaftungen von Journalisten oder Politikern und so weiter im Jahre 2015 zu 1400, also fast eine Verdopplung von solchen Leuten. Folterfälle von 800 auf 1400 gestiegen, davon irgendwie 25 Kinder, also unter 18-Jährige, die dann gefoltert wurden unter Polizei, unter Verhaftungs-U-Haft und so weiter Bedingungen. Das heißt, wir sehen eine extreme, extreme Situation, dass Menschenrechte gar nichts mehr zählen, weil eben die Demokratie sich für Erdogan mittlerweile erübrigt hat. Das heißt, die Demokratie ist nicht mehr, was er einsteigen möchte.
Es sind auch hunderte Menschen in Gefängnis auch einfach gestorben, weil man ihnen die gesundheitliche Versorgung einfach verwehrt hat. Es werden Vergewaltiger in diesem Land einfach freigelassen, die dann, weil sie von Frauenaktivistinnen zum Beispiel kritisiert werden, gegen diese Frauenaktivistinnen durch ihre Rechtsanwälte dann Klage- und Gerichtsprozesse einleiten lassen wegen Rufschädigung und Beleidigung ihrer Person. Also das geht alles durch in diesem Land. Attila, wie siehst du jetzt unter diesen Kräfteverhältnissen die Zukunft des Landes? Weil im Parlament sind das ja 600 Abgeordnete. Von diesen 600 sind es knapp über 100, die halt Frauen sind. Und es ist eigentlich die höchste Frauenabgeordnetenanzahl ist eben bei der Yeşil Sol, also grün-linke Partei. Überall sonst ist es eine extremst männerdominierte, sehr konservative Strukturen. Und wir haben ja eben vorhin gesagt, Oktay hat das eben angesprochen, also nicht nur gegen die Kriegsvertriebenen und auch die Kurdinnen, von den Alevitinnen redet kein Mensch, sondern auch und andere Minderheiten, sondern auch extreme Frauenfeindlichkeit und extreme Hetze und Hassdiskurs, die eben gegen die LGBT-Communities zum Beispiel geschaffen werden. Was glaubst du, wie die Zukunft der gesellschaftspolitischen Entwicklungen in der Türkei aussehen werden? Ich bin ja kein Seher in dem Sinne, aber man kann zwei Szenarien sich wahrscheinlich überlegen. Einmal, wenn Erdogan gewinnen sollte, hat er natürlich durch die Unterstützung der Yeniden Refah Partisi von Fatih Erbakan und die Fortführung der Hisbollah auf politischer Plattform, der türkischen Hisbollah muss man dazu sagen, auf politischer Plattform, und zwar die Hüdapar, hat er natürlich zwei Faktoren in der Koalition, wenn man es so sagen möchte. Es ist ja keine richtige Koalition, aber dennoch kann man dieses Bündnis als solches bezeichnen. Sollte Erdogan gewinnen, wird er natürlich dadurch nochmal stärker gegen viele liberale bis heute gemachten Schritte vorgehen werden. Er hat ja damit angefangen mit dem Abkommen von Istanbul, das Istanbuler Abkommen, dass auch die Frauenrechte, dass auch die LGBTQ-Rechte zumindest etwas geschützt hat, abgeschafft hat. Und es kann eigentlich nur noch schlimmer werden für diese ganzen Gruppierungen, ne? Also wenn man Frauen auch als Gruppierungen nennen darf, nein. Natürlich wird es für Frauen und für alle anderen es noch schwieriger werden, in dem Land offen mit seiner offen sich zu zeigen. Das gilt natürlich auch für Frauen. Wir haben ja auch gesehen, Erdogan hat Frauen sehr viel zu verdanken eigentlich, weil die ja meistens vor der Wahl oder auch zwischendurch immer für die Adalet und Kalkınma Partisi gearbeitet haben und wirklich Tag und Nacht quasi für diese Partei Werbung gemacht haben, vor Ort. Sie sind in die Häuser gegangen, sie haben Veranstaltungen gemacht und hauptsächlich steht diese Partei natürlich auf der Arbeit der Frauen, ne? Was mich dann auf der anderen Seite eben wundert, ob diese Frauen denn auch wirklich das Frauenbild von Erdogan teilen. Das ist die eine Sache. Weil der Grund, warum sie damals zum Beispiel gelaufen sind, war die Kopftuchfrage. Es waren ja die Kopftuchtragenden Frauen von den öffentlichen Behörden zum Beispiel verdrängt. Unter dem kemalistischen Regime sozusagen. Das war eigentlich eines der höchsten Plädoyer von Erdogan damals. Aber warum laufen die Frauen heute zum Beispiel für ihn? So ist es. Es gibt ja, also aus meiner Sicht gibt es, genau. Aus meiner Sicht gibt es ja kein Kopftuchproblem mehr in der Türkei. Also ich finde nicht, dass es ein Kopftuchproblem in der Türkei gibt. Im Gegenteil,
das Kopftuch ist überall erlaubt und auch keiner mokiert sich über das Kopftuch. Keiner schimpft über Frauen, die ein Kopftuch tragen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man sagen, sollte Kılıçdaroğlu gewinnen, hatte er ja schon angekündigt, dass er die Istanbuler Konvention wieder annehmen wird, wieder unterzeichnen wird. Aber da stehen natürlich auch nochmal seine Bündnispartner, die Deva-Partei und die Gelecek-Partei, ja, und die Saadet-Partei, deren Basis dieser drei Parteien ja auch aus dem islamistischen Bereich kommen. Das wird noch sehr spannend werden. Deswegen habe ich auch so, wenn ich in die Zukunft schaue, denke ich, dass dieses Bündnis nach der Wahl nicht mehr unbedingt funktionieren wird. Es wird aber, was will man machen? Kılıçdaroğlu ist dann als Präsident gewählt, in dem Falle, und kann natürlich das System verändern, und danach werden wir weitersehen. Ich möchte noch mal kurz auf die Hisbollah zurückkommen. Die ist auf die Hüdapar natürlich. Aber es ist auch kein Wunder, dass ich diese beiden Begriffe verwechsle, weil sie sind ja voneinander abhängig, und die Hüdapar ist eben einfach die Fortführung der Hisbollah auf politischer Plattform. Die hat natürlich in der Türkei ganz viele Straftaten begangen, ne? Auch unglaublich brutale Straftaten begangen. Und man muss sagen, sie ist jetzt mit 2 Vertretern, so viel ich weiß, im Parlament vertreten, 2 Abgeordneten im Parlament vertreten. Die anderen beiden, ja, aber die wurden nicht 2 davon irgendwie dann doch, weil sie nicht genug Stimmen bekommen haben, wieder rausgenommen. Ich weiß nicht gerade. Aber was sagst du, Oktay? Okay. Da hast du auch recht. Ich meine, mit den Stimmen der im Ausland abgegebenen Stimmen sind 2 weggefallen, und das kann sein, dass die dann halt in der Hüdapar waren. Sowas in diese Richtung hatte ich auch schon gelesen, aber ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Genau, also zumindest 2. Genau, zumindest 2 werden im Parlament vertreten sein. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht von vielen, vielen Menschen. Und wir hören auch in den letzten Tagen aus der türkischen Presse, dass einige Hüdapar Aktivisten oder Hisbollah-Mitglieder, die an Morden beteiligt waren, aus den Gefängnissen entlassen worden sind. Das macht mir natürlich persönlich auch nochmal Angst einfach, weil ich sehe, wenn ich dann auch höre, dass ein Imam bei seiner Predigt am Freitag aufgerufen hat, er habe seine Waffen vorbereitet für den 28. Mai und das Volk sollte auch zu Hause seine Waffen bereithalten für den 28. Mai. Das ist natürlich so, wo ich dann denke, es wird noch sehr spannend werden, um es mal ganz salopp zu sagen. Und ich hoffe, dass es nicht gewalttätig werden wird, wenn es denn so endet, wenn die Wahl denn so endet, die Präsidentschaftswahl so endet, die Stichwahl, dass eben nicht Erdogan gewählt wird. Es wird also eine wahnsinnige Polarisierung entlang dieser Identitäts- und Zugehörigkeiten, also kurdische Gruppen zum Beispiel gegen Frauen, gegen LGBT, gegen Kriegsvertriebene zum Beispiel, wird wahnsinnig polarisiert, und es kommt auch nicht wirklich eine
Gegenargumente, Gegendiskurse, eine starke, die davon zum Beispiel vielleicht wieder abwenden können. Das passiert auch nicht. Genauso wenig wird zum Beispiel meinen Beobachtungen zufolge über die Kaufkraftverlust, Teuerung, ich glaube, es wird ganz geschickt von diesen ganzen Sachen abgelenkt. Genau, wenn ich hier vielleicht nochmal ergänzend zu deinem, was du eben auch gesagt hattest, nochmal, und zwar, ich glaube, oder das werden auch viele nachvollziehen können, ich glaube, in der Türkei fehlt seit ganz, ganz, ganz langer Zeit eine Kultur des Diskurses. Man kann, das hatten wir eben auch, als du gesagt hattest, mit der Polarisierung, dass eben die Menschen als Terroristen bezeichnet werden und die eben nicht ins Bild passen. Und das Problem ist eben, wenn ich mich beispielsweise auch mit Bekannten und Freunden darüber diskutiere, die jetzt nicht unbedingt auf Erdogans Seite stehen, aber dennoch einen gewissen Nationalstolz haben oder eine gewisse nationalistische Ader haben, wobei ich da sehr vorsichtig bin. Aber sogar bei denen merke ich, wenn es um Themen geht, die den türkischen Staat betreffen, die türkischen Grenzen, die türkischen, den Verwaltungsapparat, also oder die Verwaltungsgrenzen sprechen. Ich spiele darauf auf den Föderalismus hin und dies alles, das kann man gar nicht diskutieren in der Türkei, habe ich das Gefühl. Und das ist eben genau das Problem, weil eine Diskussion kann ja nur zu einem Ergebnis führen und nicht zu einem Streit, sondern eine Diskussion ist ja ein Streit auf einer zivilisierten Ebene, ein Diskurs. Und in dem Moment, wo man eben diesen Diskurs auch gewaltfrei machen kann, dann ist es ja sinnvoll und auch nützlich. Aber für einen Diskurs darf man dann auch eben nicht ausklammern. Also da soll und darf man alle möglichen Ideen auf den Tisch legen können. Und das passiert eben in der Türkei nicht. Denn in dem Moment, wo man sagt, die Türkei könnte ein föderalistisches System vertragen, schaltet eine Seite ab und sagt, nein, die Diskussion ist für mich beendet. Und genau das ist das Problem in der Türkei, dass man eben solche Grenzen hat, einfach, und auch so noch nicht mal die Diskussion außerhalb dieser Grenzen führen kann. Es gibt zu viele Tabus. Es hat einen Schriftsteller, einen Autor gegeben, ich kann mich jetzt an seinen Namen leider nicht erinnern, der mal gesagt hat, alles, was mit Gewalt errungen worden ist, wird auch mit Gewalt vehement verteidigt. So ist das heißt, diese Methoden, zum Beispiel dieses Nationalismus, polarisieren, eine gesamte Bevölkerungsgruppe als Terroristen zum Beispiel zu brandmarken und gegen diese zu hetzen, hat in der Vergangenheit oder Zeit der türkischen Geschichte oder auch im Rahmen des Osmanischen Imperiums, es hat ja nicht wirklich einen Bruch zwischen dem Osmanischen Imperium und der Republik gegeben, hat nicht selten zu Massakern, wenn nicht zu Genoziden zum Beispiel geführt. Und das, was du ansprichst zum Beispiel, hat auch sehr viel damit zu tun, dass eigentlich null Aufarbeitung stattgefunden hat. Und deswegen gibt es immer wieder dieses Potenzial. Wir sehen zum Beispiel immer wieder diese Muster in den vergangenen Monaten in Çubuk, ich glaube, das ist in Ankara, da wurde zum Beispiel der Kemal Kılıçdaroğlu, da wäre ja fast wieder ein Pogrom zum Beispiel verübt. Es sind immer diese gleichen Muster, es sind immer diese gleichen Schritte und Etappen, die Richtung Pogrom führen, die wir seit der türkischen Geschichte nicht selten auch erfahren und gesehen haben. Und das ist jetzt das Bild. Es gibt jetzt auch immer mehr Meinungen, die sagen jetzt unabhängig davon, wer jetzt der Präsident wird, es braucht weil das parlamentarische Kräfteverhältnis sitzt ja schon einigermaßen, gell? Es geht jetzt um die Präsidentschaftswahlen am 28. Juni. So, unabhängig davon braucht es eine geeinte, solidarische, gesellschaftspolitische Front, die eben widerständig im Sinne der demokratiepolitischen Entwicklungsprozesse zum Beispiel sich bilden und halten soll. Also das sind jetzt irgendwie so langsam allmählich die Diskussionen, die in diese Richtung gehen. Das ist jetzt das Bild der Türkei. Wie sieht das jetzt im geopolitischen Zusammenhang
aus, also oder auf der geostrategischen Ebene, weil die Türkei ist ja auch ein sehr wichtiger Bündnispartner für den globalen Westen vor allem zum Beispiel. Oktay, was würdest du dazu sagen? Das wäre dann auch vielleicht die letzte Frage für heute und es wäre super, wenn du, Attila, vielleicht dann auch so eine abrundende Zusammenfassung das machst, aber geben wir vielleicht Oktay einmal die Möglichkeit, hier auf der geopolitischen Ebene die Sicht in diese Türkei und auch diese Türkei als Bündnispartner in nächster Zukunft zu sehen. Also man müsste vielleicht etwas weiter ausholen und überlegen, wie hat der Westen reagiert oder was hat der Westen erwartet, was jetzt für politische Konsequenzen aus den Wahlen gezogen werden. Man hat natürlich darauf gehofft, dass Erdogan, der etwas jetzt kein angenehmer Zeitgenosse ist, in Anführungsstrichen, das heißt, der immer wieder mal aus der Reihe tanzt, dass der natürlich dann eventuell abgewählt wird und dafür einer kommt, der gemäßigt und liberaler ist, wie Kılıçdaroğlu. Das ist das, was natürlich dann Europa oder auch die USA erwartet haben oder gehofft haben, aber das nicht offen gesagt haben, weil sie eben auch wissen, was für eine Macht Erdogan in der Türkei hat und wie diese Macht dann aussehen könnte. Hätten sie vorher schon ihn abgehakt, würde er ja dementsprechend jetzt die Konsequenzen ziehen und dementsprechend dann auch seine Strategien dann eventuell anpassen und angleichen und gegen den Westen richten. Und das ist das, was Erdogan natürlich dann gefährlich macht, weil er eben auch genau weiß, wie er diese Situation, wie er seine Stellung nutzen kann. Wir sehen, dass Erdogan einer der wenigen Politiker ist, der noch eine gute Beziehung zu Russland hat, zu Putin hat, während alle anderen die diplomatischen Beziehungen abgebrochen haben. Wir sehen, wie Erdogan im arabischen Raum, in Syrien, im Irak und so weiter, welchen Einfluss er dort hat in der Politik und auch militärisch, muss man sagen. Wir sehen, welchen Einfluss die türkische Wirtschaft, egal wie geschwächt sie ist und wie betroffen sie von der Inflation ist, trotzdem an Potenzial dann existiert und dementsprechend dann auch natürlich dann immer noch zu den führenden wirtschaftlichen Mächten gehört, zumindest zu den 20, Top 20 sicherlich, sodass man dementsprechend auch, wenn das jetzt abgenommen hat, ich kenne jetzt die aktuellen Statistiken nicht, aber ne, allgemein kann man sagen, die türkische Wirtschaft ist ja noch trotzdem wichtig in der Weltwirtschaft, sodass man dann dementsprechend auch die Türkei und beziehungsweise Erdogan seine geostrategische Position dann eigentlich dann auch braucht und gebrauchen wird, um eben noch mehr Druck aufzubauen. Sei es die Flüchtlingskrise, denn er kann ja immer noch drohen, die Grenzen aufzumachen, was Kılıçdaroğlu ja auch in seinem Wahlkampf oft benutzt hat, dass er alle wieder zurückschicken wird nach Syrien, nach Afghanistan und so weiter, die 3 Millionen Geflüchteten, die sich in der Türkei befinden oder mehr. Man weiß es ja nicht genau, wie viele es genau sind. Während Erdogan sie noch behalten möchte, eben auch als Druckmittel gegen Europa und so weiter. Wir haben aber nicht nur die Frage der Geflüchteten, sondern wir haben auch eben einen Ukraine-Krieg, wo Russland natürlich dann auch nochmal in Schach gehalten werden muss, wo man die Türkei immer wieder nutzt, zum Beispiel als es um die Weizenexporte der ukrainischen Bauern und der ukrainischen Weizenexporte allgemein ging. Das heißt, dort hat Erdogan auch eine gute Rolle gespielt oder eine wichtige Rolle gespielt. Auch bei den Ölembargos gegen Syrien, gegen Assad und so weiter, wo dann illegal Öl über die Türkei nach Europa kam und solche Sachen. Das heißt, dementsprechend haben wir einen Erdogan, der seine geostrategische Position durchaus zu nutzen weiß, wie er das zu nutzen hat. Und wenn Kılıçdaroğlu an der Macht wäre zunächst einmal das Ganze so ein bisschen am Wackeln. Denn er müsste zunächst einmal die Wirtschaft einmal umkrempeln und von dieser Vetternwirtschaftsgeschichte, die Erdogan gut aufgebaut hat, dann nochmal was aufbauen, wenn es denn in seinem Interesse ist. Er müsste dann halt die Kapitalinteressen seiner unterstützenden Kapitalisten sozusagen wahren. Erdogan hat ja sein grünes Kapital, was ihn unterstützt, aber Kılıçdaroğlu wird wiederum von anderen Bereichen des Kapitals unterstützt. Schwerpunktmäßig muss man sagen, ne? Die unterstützen alle sich gegenseitig, weil sie sich halt natürlich dann gute Geschäfte erhoffen. Aber in dem Falle hat man dann halt seine Lieblinge in Anführungsstrichen. Das heißt, die einen unterstützen bevorzugt Erdogan, die anderen bevorzugt Kılıçdaroğlu oder würden das machen. Und so ist das dann genau aufgebaut. Das heißt,
jetzt die Position, wie die Wahlen jetzt, wie sie auch ausgehen, egal ob jetzt am Ende Erdogan Präsident bleibt oder Kılıçdaroğlu ihn ablöst als Präsidenten. Wir hoffen natürlich, oder ich hoffe natürlich das Zweite, ne, dass er abgelöst wird auf jeden Fall, dass Kılıçdaroğlu neuer Präsident wird. Aber unabhängig davon, wer von den beiden Präsident wird, wird die Türkei auf jeden Fall in beiden Fällen in einer neuen Aufbruch- und Umbruchstimmung dann auf jeden Fall in der Umbruchsituation sich befinden. Und das ist eben das, was ich denke, das Wichtige ist. Die Türkei wird sich zwangsläufig verändern, entweder in die radikal-konservative Richtung, weil Erdogan jetzt die ganze Macht hinter sich gebündelt sieht, wenn er gewonnen haben sollte oder gewonnen haben wird, jetzt am 28. Oder Kılıçdaroğlu, der dann natürlich dann auch zuerst mal gegen die inneren Kämpfe und gegen die inneren Feinde sozusagen kämpfen muss, die seine Neuwahl als Präsidenten natürlich nicht sofort anerkennen werden, wo er sich dann halt zunächst einmal durchsetzen muss, wo dann natürlich die wirtschaftliche Situation zunächst einmal sehr schwanken wird und sehr unter Druck gerät. So oder so wird die Türkei jetzt keine leichte Zeit erwarten. Und ich denke, das ist das, was so oder so passieren wird. Wir haben, denke ich, in der Türkei durchaus problematische Zeiten vor uns. Entweder wird Erdogan gehen und das freiwillig machen, was ich eher bezweifle, oder er wird bleiben als Präsident. Aber so oder so wird es durchaus problematisch, geostrategisch, also international, wie auch innenpolitisch in der Türkei, weil eben viele Faktoren dort eine Rolle spielen. Ich glaube, dass wir auch öfter auch kommunizieren müssen, um diesen vorurteilgeladenen Narrativ hier zum Beispiel in der europäischen Diaspora auch zu brechen, wo zum Beispiel propagiert wird, die ganzen Türkei-Stimmen oder Stämmigen oder die ganzen Türken wählen den Erdogan zum Beispiel. Also da wird zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich werden so Programme gemacht, alle wählen Erdogan, die ganzen Türken wählen Erdogan, aber das ist es ja nicht. Also das ist ja auch eine sehr eurozentristische, sehr infantilisierende, sehr etikettierende es ist eine Zumutung eigentlich hier, den Migrantinnen einfach oder Menschen mit Migrationshintergrund einfach alles durch den Kamm zu kehren und alles pauschal als Erdoganisten zum Beispiel abzustempeln. Es ist vor allem auch sehr respektlos, finde ich, gegenüber den Menschen, die seit Jahrzehnten hier Teil der Gesellschaft sind und ihre Beiträge leisten, beziehungsweise hier mitagieren, mit zu partizipieren, auch suchen. Dennoch weiß ich nicht, ob es eine ausreichende Argumentation ist, zu sagen, zum Beispiel, ja, diese fehlenden oder diskriminierenden also Integrationspolitiken drängen die Menschen, einen wichtigen Teil der Menschen Richtung Erdogan, der als starker Mann sozusagen sich positioniert und diesen, vor allem den Jüngeren hier auch, den Rückhalt gibt und sagt, hey, ihr seid nicht irgendwer oder ihr seid nicht die unguten Ausländer oder die Migranten, sondern ihr seid die Enkelkinder der Türken, die aus Mittelasien gekommen sind und ihr seid die Enkelkinder der Osmanen, also im Sinne dieses Neo-Osmanismus und so. Das heißt, das sind dann auch die ganzen Resonanzen an die ganz jüngeren Leute hier. Ich habe in einer deutschen Sendung habe ich gesehen, die haben so zwei in Deutschland geborene, wirklich blutjunge Menschen, eine junge Frau und einen jungen Mann haben sie gefragt und der Mann sagt, ja, der Erdogan ist stark, er ist militärisch stark und die Türkei ist stark und das macht sie natürlich stolz und gibt ihnen Dings. Aber ich glaube, dass das auch diese Ideologie, die in deren Haushalten sozusagen auch gelebt wird. Es ist dieses Konservative, es ist dieses Nationalistische, was auch transnational immer gestärkt wird über den ganzen Medienkonsum auch, dass das einfach gestärkt wird und dass das eigentlich die Einstellung ist, ja, genauso wie die ganzen nationalistischen oder auch rassistischen Gruppen, die man hier in der autochthonen europäischen Gesellschaften sozusagen auch sieht. Also hier die ganzen Migrantinnengruppen oder Gruppen mit Migrationsbiografie zu koinzidieren und alle miteinander gleich zu machen, ist sehr unfair. Das möchte ich hier auch einmal gesagt haben. Aber noch einmal vielleicht auch das Wort an Attila und auch hier abschließend, Attila, kannst du für uns das noch einmal so abrunden und zusammenfassen, wie eine Bündnispartnerinnenschaft oder die Position dieser Türkei auf der globalpolitischen Arena
demnächst sein wird, also deinen Beobachtungen und Interpretationen zufolge? Also ich denke mal, sollte Erdogan gewinnen, wird er natürlich mit noch einer größeren angenommenen Macht ausgestattet sein und wird sich auch dementsprechend international verhalten, was nicht unbedingt gut ist. Wir sehen das ja auch, an die Ukraine verkauft er Drohnen und mit Putin hat er aber ein sehr gutes Verhältnis. Er hat 2011 dafür gesorgt, dass in Istanbul sich die Freie Syrische Armee gegründet hat, von einem Tag auf den anderen, hat somit in Syrien wirklich schon von Anfang an mitgemischt und die Lage dort auch nicht unbedingt verbessert. Erdogan wird noch stärker werden, denke ich mal, auch im internationalen Bereich sollte er nochmal gewählt werden. Wenn Kılıçdaroğlu gewählt werden sollte, werden natürlich die internationalen Partner erstmal abwarten und schauen, wie er denn seine Außenpolitik gestaltet. Das ist ganz wichtig, weil die Türkei wird sehr viel Unterstützung aus Europa brauchen können. Letztendlich wird es nämlich in der nächsten Zeit, egal ob Erdogan oder Kılıçdaroğlu gewinnen, wirtschaftlich dem Land erstmal schlecht gehen, weil vor der Wahl wurden unglaublich viele Versprechungen gemacht, unglaublich viel Gelder verteilt und die müssen natürlich irgendwie auch wieder eingenommen werden und das ist ganz schwierig in der Türkei, weil die Menschen haben, also viele Menschen haben eben nichts mehr. Das heißt, kurz und gut, der letzte Satz von mir, es wird alles auf den Schultern des Hassan Normalverbrauchers in der Türkei ausgetragen. Und das wird natürlich für den normalen Menschen dort nicht einfach werden, die wirtschaftliche Lage dort zu überleben. Mhm. Also es sind ganz schwierige Zeiten. Diese Zeiten werden weiterhin sehr schwierig bleiben. Wir wissen auch aus unserer Korrespondenz her, dass sehr viele auch in der europäischen Diaspora vor allem jetzt wirklich für die Stichwahl auch wahnsinnig mobilisieren. Auch die AKP-Wählerinnenschaft mobilisiert wahnsinnig stark, weil sie genau wissen, dass es um 1% geht, was der Erdogan noch braucht zum Beispiel, und das möchten sie ihm geben. Und das spielt dann voll in die Hände von Erdogan, der dann sagen wird, ihr nennt mich einen Diktator, ich wurde demokratisch gewählt. Das wird er sagen. Und die Frage ist dann, ob das jetzt am 28. Mai tatsächlich dann der Fall sein wird oder nicht. Aber unabhängig davon, die Zeit danach ist ganz, ganz wichtig. Es geht auch sehr stark um Existenz- und Überlebenskämpfe, wie es aussieht. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich mich heute verspätet habe. Es hat doch technische Probleme leider gegeben dieses Mal. Das nächste Mal wird es heute hoffentlich nicht so werden. Wir sind dann am 28. Mai mit einer neuen Türkei-Aktuell-Folge wieder mit Oktay Demirel am Sonntagabend hier und werden dann auch versuchen, 1:1 die Wahlen wiederzugeben und beziehungsweise die ersten Analysen gemeinsam zu machen und auf den Tisch zu legen. Bis dahin einen schönen Abend. Herzlichen Dank noch einmal. Dankeschön. Ich danke auch.